Hi, ich bin der Steffen vom Tonstudio Sound Village. Wir haben eine EP aufgenommen mit der Band 5 Minuten Ruhm. Das ist eine Punkrock-Band hier aus Hessen. Viele Stunden zusammen verbracht. Ein Song heißt Die nicht mehr bei uns sind. Und wir wollen euch einfach mal zeigen, wie wir das Recording umgesetzt haben. Ein dunkler Moment, ein Stich ins Herz. Ja, damit man dieses klassische, diesen Nachhall von der Snare hört, das kriegt man sehr gut mit diesem Mic. Schmerz. Das ist ein Lied für alle, die nicht mehr bei uns sind. Position habe ich eigentlich immer hier auf die Schlagposition. Es gibt auch so einen kleinen Trick. Sie leben mit uns weiter. Wenn du willst, kannst du auch den anderen Kopfhörer nehmen. Der ist vielleicht noch einen Ticken besser hier, so einer. Meistens passt es dann. Ich meine, wenn du jetzt halt sagst, okay, da war jetzt gar nichts dabei, Alter. Wir machen heute hier eine komplette Bandaufnahme und wir zeigen euch von vorne bis hinten, wie alles funktioniert. Natürlich, die Band sollte man sich vorher auch mal anhören. Also wir hören uns die Bands meistens live an, bevor wir sowas machen, damit ich auch als Sound Engineer eine Vision habe, wo die Reise hingeht. Also ich mache mir dann schon Gedanken, welche Mikrofone verwende ich, welche Position, wie muss die Bassdrum klingen in diesem speziellen Song. Das heißt, richtig mikrofonieren, richtige Position, wo die Mikrofone stehen, welche Mikrofone an welchem Instrument, ist ganz entscheidend. Und den Hauptsound macht der Musiker selbst und die Band selbst. Ich kann das beste Mikrofon wählen, was ich will. Wenn das Instrument nicht klingt, wenn die Fälle nicht gestimmt sind, wenn die falschen Fälle drauf sind für diesen Sound, wird man niemals zum guten Ergebnis kommen, egal was ich an Technik und teurem Equipment hinten dran hänge. Es ist bei uns so, wir machen den Mix meistens so gut es geht, sagen wir mal so 80-90% schon vor der Aufnahme, dass das Signal schon so gut ist, dass es eigentlich schon wie ein fertiger Mix klingt. Das ist einfach enorm wichtig, dass da vorher schon alles einstudiert wurde und dass die Band einfach gut vorbereitet ist. Das heißt, da muss sich die meiste Mühe gemacht werden, dass man an Kleinigkeiten schraubt, dass man die Snare abklebt, die Toms abklebt, vielleicht Watte reinmacht in die Toms, damit sie ein bisschen kürzer klingen. Da gibt es also zig Möglichkeiten, wie man den Sound vorher beeinflussen kann. Und das ist genau das, was wir hier machen wollen. Und ich werde euch in einem weiteren Video noch mehr darüber erzählen. Aber jetzt fangen wir erstmal an und ich zeige euch die Mikrofonierung und wir fangen mit den Overheads an. Los geht's! Fangen wir an mit den Overhead-Mikrofonen, die ihr oben seht. Die Overheads sind für mich die wichtigsten Mikrofone, weil ich kann ein komplettes Drumset aufnehmen, nur mit den Overheads. Sogar mit einem Mikrofon könnte ich von oben das ganze Drumset abnehmen und in die Band einmischen. Wenn ich natürlich Stereo haben will, nehme ich natürlich 2 Mikrofone, das ist klar, aber ich kann den Grundsound des Drumsets mit den Overheads aufnehmen. Also Kick, Toms, die Becken, die Snare, alles muss drauf sein. Viele, die schneiden immer unten die Frequenzen ab und cutten dann unten, machen Low-Cut und dann, dass nur die Becken drauf sind auf den Overheads, aber das ist vollkommener Quatsch. Das ist ja das ganze Signale sind ja wichtig, die da drauf sind. Wir haben uns entschieden, beziehungsweise ich habe mich entschieden für die AKG C414. Ist eine Studio-Legende, sag ich mal, weil man hat sehr viele Vorteile mit diesem Mikrofon. Es hat per Knopfdruck alle Richtcharakteristiken, die es gibt, und die Besonderheit an dieser Variante, das ist das Modell XLS. Bei der XLS-Variante ist es so, dass es eher an das Vintage AKG C414 angesiedelt. Das heißt, es hat oben in dem Frequenzbereich oben ein bisschen die Höhen abgerundet, beziehungsweise neutral, sagen wir es mal so. Bei vielen Mikrofonen ist immer oben so eine leichte Anhebung an den Frequenzen, damit Gesang besser durchkommt oder damit die Instrumente einfach ein bisschen brillanter klingen. Das will ich hier genau nicht haben, weil der Drummer spielt bei so einer Rocknummer auch meistens die Becken ziemlich hart und wenn der Drummer da auch nicht aufpasst,
dann müllt es dir alles zu und du hörst auch die Snare nicht mehr raus. Das heißt, je lauter der Drummer da drauf knallt, umso schlechter hörst du eigentlich die anderen Instrumente, die an so einem Drumset halt noch vorhanden sind. Da kommen einfach viele hohe Frequenzen und Obertöne hoch und die möchte ich halt gerne mit den Mikrofonen schon ein bisschen im Zaum halten, sag ich mal. Ganz wichtig ist auch noch der Abstand, weil ich möchte als allererstes die Snare und die Kickdrum möglichst in der Mitte haben. Mehrere Gründe. Einmal, der Punch ist aus der Mitte, aus der Mono-Mitte viel, viel stärker. Der Punch, der aus so einer Snare rauskommt und den möchte ich einfach in der Rockproduktion so haben. Und damit das alles in die Mitte kommt, muss der Abstand von der Snare zu den Overheads, zu beiden, gleich sein. Ja, das ist klar, ist logisch, wenn das Signal beides die gleiche Entfernung braucht, bin ich absolut in der Stereo-Mitte. Das heißt, ich messe von der Snare zu dem einen Overhead-Mikrofon, am besten mit einer Schnur, reicht auch vollkommen aus und hält es mit der Hand so dran und geht dann auf das andere Mikrofon und dann sehe ich, dass der Abstand halt gleich ist zur Mitte von der Snare. Und dann ist die Snare in der Mitte, später im Mix. Das ist jetzt auch hier kein Video, wir machen hier kein Video um eine Anleitung, wie man genau einen Rocksong aufnimmt, weil jeder Song ist anders. Es wird auch jedes Mal wieder anders sein. Die Overheads müssen auch jedes Mal eine andere Position, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher sein. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die etwas näher ans Drumset zu machen, weil ich will so wenig Raum wie möglich drauf haben, aber trotzdem das ganze Set. Weil der Raum ist zwar jetzt schon trocken, ich möchte es aber wirklich direkt haben, weil für den Raumsound haben wir die Raummikrofone, die zeige ich euch nachher auch. Und genau, deswegen haben wir das so gemacht. Okay, dann gehen wir weiter zur Bassdrum und dann schauen wir mal.